Ja, hallo, wir sind wieder da. Wir haben euch ja versprochen, dass wir einen Hörtest mit unserem neuen Sennheiser HD 820 machen. Und es hat etwas länger gedauert, weil wir eine ganze Menge an Hörerfahrung gesammelt haben und uns auch, das kennt ihr ja von uns, mit der Technik auseinandergesetzt Ja, haben. und etwas recherchiert dazu Genau. im Und dann ist die Patentbereich. Zeit gleich Ja, vorbei. okay. Aber jetzt haben wir alles beieinander und jetzt gehen wir doch mal ins Thema. Genau. Ja, vielleicht ganz kurz am Anfang die Merkmale des HD 820, wie es auch marketingmäßig von Sennheiser publiziert wird. Ein geschlossener dynamischer Referenzkopfhörer, ohrumschließend und kabelgebunden, wie man sehen kann. Der soll ein natürliches Hörerlebnis ermöglichen, ein realistisches und natürliches Klangfeld mit minimaler Resonanz. Jetzt hörst du mich nicht. Doch, ich Doch. höre dich, aber sehr gedämpft. Ja, das ist ja der Vorteil eines Genau. geschlossenen Hörers. Geschlossene akustische Diffraktionsgehäuse mit konvexen Glasfenstern, hier Mal die hier. für herausragende Akustik und sichtbare innere Wandlerarchitektur. Also ich kann hier in den Wandler sehen. Eine Absorbertechnologie, die unerwünschte rückwärtigen Schall wird in bedämpfte Kammern geleitet und eliminiert. Und was sehr, sehr wichtig ist, er ist in Deutschland entwickelt worden und handgefertigt wird er auch in Deutschland. Made in Germany. Ein echtes Made in Germany. Ja, ihr seht jetzt eingeblendet den Innenaufbau des HD 820. Man kann jetzt sehen das Glasfenster aus Gorilla-Glas. Wir sehen die Membran, die erzeugt die gehäuseseitigen Schallwellen. Und was jetzt natürlich das Problem bei einem geschlossenen Hörer ist, die Schallwellen werden jetzt nicht nur in Richtung Ohr abgestrahlt, sondern auch nach hinten. Und das könnte jetzt zur Folge haben, dass durch die Reflexion sie wieder auf die Membran kommen und dort Störungen hervorrufen. Deswegen diese Idee mit der konvexen Glasscheibe, die jetzt die Schallwellen, so wie es in der Skizze auch zu sehen ist, ablenkt, sodass sie in den Außenbereich, in diese Absorberelemente geleitet wird und dadurch die Membran nicht mehr beeinflussen. Das ist auch patentiert von Sennheiser. Wir blenden jetzt mal das Patent auch ein. Hier seht ihr die Patentschrift vom 820. Der Axel Grell, der Chefentwickler Kopfhörer, steht hier auch im Patent an erster Stelle. Es sind noch zwei Miterfinder mit genannt. Und was wir hier eingezeichnet haben, ist diese konvexe Glasscheibe, die jetzt die Schallwellen, die rückwärtig abgestrahlt werden, reflektieren auf diese Absorberkammern. Und als Patentanspruch ist jetzt die Zusammenfassung angegeben. Es wird ein Kopfhörer vorgesehen, der eine nach innen konvex ausgestattete Rückwand besitzt, sodass der Schall, der von der Rückseite der schallerzeugenden Membran eines Schallgebers abgestrahlt wird, in vorteilhafter Weise im Gehäuse des Hörers verteilt wird. Also ist ja, wenn man kurz das erwähnen, der offene Kopfhörer, der hat natürlich den Vorteil, dass er die rückwärtig einfach im Raum verteilt. Der geschlossene hat ja nun den Vorteil, dass die mit anwesenden Personen im Raum das nicht hören müssen
Und vice versa. Ich höre natürlich auch die Geräusche im Raum. Die Umgebungsgeräusche weniger. Einen weiteren Vorteil hat natürlich ein geschlossener Hörer bei der Basswiedergabe. Man nennt es den akustischen Kurzschluss, das heißt also, dass tiefe Töne von der Vorderseite auf die Rückseite kommen können. Das ist aber bei den geringen Abständen, die ein Hörer vom Ohr hat, nicht das Eklatante. Aber der geschlossene Hörer hat einen Vorteil bei der Basswiedergabe. Ja, vielleicht kurz zu den technischen Daten. Der Übertragungsbereich mit 3 dB Grenzen ist 12 Hertz bis 43.800 Hertz. Das ist gewaltig, die Geschichte. Und man kann natürlich jetzt, wenn man die Grenzen weiter setzt, also minus 10 dB, dann hat man 6 Hertz bis 48.000 Hertz. Aber ich würde mal sagen, ausschlaggebend ist für mich und für uns als Ingenieure die 3 dB Grenze. Das Wandlerprinzip, klar, dynamisch geschlossen. Die Ankoppelung ans Ohr, Ohr umschließend. Der Frequenzgang, Lautheits-, Diffusfeldentsatz, da sagen wir was dazu. Die Nennimpedanz 300 Ohm, das ist ein Spezifika von Sennheiser. Der erste HD 414 1970 hat schon 300 Ohm gehabt. Hat natürlich einen Vorteil, wenn ihr jetzt einen Röhrenverstärker, Kopfhörerverstärker verwendet, Röhrenendstufen, kann man besser anpassen an einen Höherimpedanz-Hörer als an niedrigere. Dann ist noch der Schalldruckpegel angegeben, die maximale Dauerausgangsleistung und der Klirrfaktor. Der ist natürlich fantastisch, kleiner gleich 0,02%, also bei 1 Kilohertz und den 100 dB SPL. Die muss man jetzt dazu sagen, das ist natürlich auch der gewaltigste Vorteil eines Kopfhörers. Eine Lautsprecherbox erreicht solche Klirrfaktorwerte nie. Das heißt also, Klirrfaktor ist ein Kopfhörer, bei so einem Kopfhörer kein Thema. Und bei all den Daten muss man natürlich auch sagen, er ist tatsächlich, was Sennheiser ja auch geschrieben hat, ganz angenehm zu tragen. Ja. Also wenn man ihn in der Hand hat, denkt man erst, was ich da auf dem Kopf habe, aber ich habe schon stundenlang Klavier mitgeübt und er sitzt richtig angenehm auf den Ohren und das Gewicht fällt dann eigentlich gar nicht mehr auf. So ist es. Ja, dann ist was, du hast schon den Stick bereit. Unseren Stick, unseren persönlichen Stick. Was mitgeliefert wird, ist natürlich eine ausführliche Manual- oder Bedienungsanleitung und ein Zertifikat. Das heißt also, jeder Sennheiser HD 820 ist individuell vermessen. Vom Frequenzgang her. Das schaut jetzt so aus, wie wir es einblenden. Wir schauen es uns jetzt genauer an. Wir haben den Hörer 7217. Die Qualitätskontrolle hat es abgezeichnet. Und was jetzt gemacht wird, das werden wir euch erklären, die Geschichte mit, also die gemessene Lautheits-Diffusfeld-Übertragungsmaß. Schauen wir uns das an, was wir bekommen. Das ist also das jetzt erstmal individuell von unserem Kopfhörer. Vielleicht sollte man was dazu sagen. Der Frequenzgang ist terzweise bestimmt. Es ist so, dass halt in der akustischen Messtechnik viele Begriffe aus der Musiktheorie übernommen worden sind, die Oktave und die Terz. Ne? Vielleicht kannst du was dazu sagen. Also wir haben uns das ja etwas genauer noch angesehen. Im Messtechnischen
wird ja immer davon gesprochen, dass eine Terz ein Drittel einer Oktave ist. Und die Oktave ist immer Und Frequenzverdopplung. Ne? Richtig, die ist Ja. immer Frequenzverdopplung. Und wenn man hingeht und sagt, gut, eine Oktave hat 12 Halbtöne, dann ist eine Terz, eine große Terz in der Musik 4 Halbtöne. Das würde jetzt passen mit ein Drittel, aber es ist so, dass das Klavier etwas in der Summe verstimmt ist, das sogenannte wohltemperierte Stimmung, sodass ich alle Tonarten darauf spielen kann, ohne das Klavier umzustimmen oder umstimmen zu müssen. Und dann ist diese große Terz etwas abweichend von dem Verhältnis 5:4, so wie es hier in den Messungen verwendet wird. Aber jetzt technisch können wir nochmal festhalten, Eine Drittel-Oktave ist und die eine Terz. Oktave immer Frequenzverdopplung. Richtig. Und die Stufen, Das ist auch am Klavier so. die ihr jetzt hier seht, ist jeweils das Messergebnis für eine Terz. Horizontal aufgetragen die Frequenz, also des Hörbereichs. Man hat jetzt hier aber nicht über 12 Kilohertz hinaus gemessen. Wir haben ja den Frequenzgang gesehen, der geht ja bis 48 Kilohertz. Das ist jetzt das, was Sennheiser für unseren Kopfhörer gemessen hat. Der im Manual ist abgedruckt, was jetzt der typische, also bei der Entwicklung, was das damalige Entwicklungsmuster für einen Frequenzgang hatte. Und jetzt sagen wir mal, versuchen wir mal zu erklären, was jetzt unter diesem Lautheits-Diffusfeld-Frequenzdiagramm zu verstehen ist. Und da wollen wir jetzt, weil es wichtig ist, kurz darauf eingehen, denn Frequenzgänge zu messen ist ja bei einem Lautsprecher sehr viel einfacher. Man nimmt einen schalltoten Raum, das heißt, die Decken, die Wände und die Decke und der Boden reflektieren kaum Schall. Man sagt schalltot, aber in Wirklichkeit nur schallarm. Hat eine definierte Schallwand, auf die der Lautsprecher montiert wird und in einem bestimmten Abstand ein Messmikrofon. Und dann geht man Sinustonweise den ganzen Hörbereich durch und misst immer den Pegel am Mikrofon. Das heißt also, es ist immer dann ein Diagramm auf der waagrechten die Frequenz aufgetragen und der senkrechten der Pegel. In der Messtechnik, in der Akustik wird der Pegel dann in dB angegeben. Ja, jetzt wollen wir uns das im Einzelnen... Ist ja beim Kopfhörer nicht so einfach, weil ja meine Ohren und mein Kopf Ja, gut. und da eine Rolle spielen. Ja, ne? also wenn wir über Messtechnik reden, beim Kopfhörer wird es so nicht funktionieren. Da haben sich zwei Verfahren eigentlich durchgesetzt. Das eine ist die Diffusfeldmessung und das andere ist die Freifeldmessung. Die Freifeldmessung, man muss jetzt aber dazu sagen, Kopfhörer, den kann man ja jetzt nicht einfach ein Messmikrofon an den Kopfhörer halten, sondern man baut dann ein Kunstkopf, ein Dummy-Head auf, der also Nachbildung des menschlichen Ohres hat, und da, wo der Gehörgang ist, stecken Messmikrofone. Und dann kriegt der Dummy-Head den Kopfhörer aufgesetzt und dann fängt man das Messen an. Sennheiser hat dann noch eins draufgesetzt, das ist eine Lautheits-Diffusfeld-Frequenzdiagramm-Messung. Da wird im Terzabstand nacheinander das Rauschsignal variiert. Rauschen kennt ihr sicherlich früher bei UKW-Empfängern, wenn man die durchdreht, dann hat es zwischen beim Sendeschluss. Beim Sendeschluss, ja genau. Im Optischen bei Fernsehen war es
diese Grieskanner, die man unregelmäßig auf dem Bildschirm sehen kann. Das heißt, im Frequenzspektrum heißt Rauschen, dass alle Frequenzanteile vorhanden sind. Jetzt in diesem Fall Hörbereich. Aber man macht hier so, man filtert jetzt aus diesem Rauschen, das über den ganzen Frequenzband geht, terzweise Frequenzabschnitte raus für die Messung und variiert jetzt diese Abstände, die Terzabstände. Über den Lautsprecher und den zu messenden Kopfhörer wird es dann wiedergegeben. Es wird eine große Zahl von Versuchspersonen dazu gewonnen. Die beurteilen jetzt den Lautstärkeunterschied zwischen dem räumlichen Rauschen und dem Rauschen im Kopfhörer. Ich muss jetzt nochmal zum Aufbau sagen, wir schauen von oben drauf. Wir haben einen schallarmen Raum. In dem Raum stehen 8 Lautsprecher, die verschiedene Richtungen haben. Quasi verteilt. Und diese Lautsprecher werden jetzt, das heißt also, es entsteht ein diffuses Schallfeld. Es ist nicht mehr feststellbar, woher der Schall kommt, aus welcher Richtung. Deswegen diffus. Und jetzt, wie wir gesehen haben, wird jetzt dieses DAT-Rauschen nacheinander über den Hörbereich geschoben. Und jetzt wird einmal muss die Versuchsperson sagen, was sie jetzt lauter empfindet. Entweder also zwischen dem direkten, also dem Diffusfeld direkt, oder dem Kopfhörer. Und der angestrebte Idealzustand ist dann der, wenn gleicher Lautstärkeeindruck vom Diffusfeld direkt und Kopfhörerwiedergabe. Deswegen heißt es eben Lautheits-Diffusfeld, Frequenzdiagramm. Hat jetzt den Vorteil, dass es ja wirklich die Frequenzcharakteristik ausschaltet, weil es nur auf die Empfindung geht. Ne? Also es wird nur die Lautheit beurteilt, einmal mit Kopfhörer und einmal mit... ja, hier haben wir nochmal kurz die Terzbänder technisch mit der unteren und oberen Frequenz des Bandes. Und man kann hier auch, wenn man jetzt das abzählt, die sehen, dass 3 Terzbänder einer Frequenzverdopplung entsprechen. Und das Verhältnis 5:4 kann man sich auch errechnen. Das kann man sich dann auch wunderbar errechnen. Wir hoffen, es ist etwas klar geworden, was die Lautheits-Diffusfeld-Frequenzdiagramm ist. Wir reiten darauf so rum quasi, weil ja oft Tests so durchgeführt werden, man nimmt 2, 3 Hörer und dann nimmt man eine Vorlage und dann ist der Beste, der jetzt die Tiefen am lautesten oder der andere die Höhen am lautesten. Das ist nicht der Sinn. Was Sennheiser anstrebt, schon immer, das ist eine lineare Wiedergabe. Wenn jemand jetzt die Höhen oder Tiefen hervorheben will, dann kann er das immer noch mit dem Equalizer oder mit dem Klangregler seines Verstärkers tun. Das sollte nicht so sein, dass das Klangbild von Haus aus schon in irgendeine Richtung verschoben wird. Das Also ist der Grundgedanke von HiFi. Ne? Ja, und es hängt ja auch, denke ich, damit stark zusammen, Musik hören ist ja was Empathisches. Und bei einer Musik, die ich jetzt besonders schätze, oder wenn ich jetzt Disco-Musik hören, Bässe hören will, dann möchte ich das natürlich umso so intensiver auch in dem Kopfhörer haben und tu den anderen automatisch nicht so gut beurteilen. So. Und genau das ist ja bei dieser Diffusfeldmessung weg, weil mit Rauschen verbinde ich keine Empathie. Ja. Das ist sozusagen ein
Ich tue nur objektives den Lautheitseindruck. Signal ja. für die Ja. Ohren und Ja. fürs Gehirn. Und es waren keine empathischen Dinge mit verbunden. Und das ist natürlich auch der Vorteil bei der Sache. Also wie gesagt, nochmal kurz wiederholt, das wird in der Entwicklungsphase gemacht mit vielen Versuchspersonen. Und jetzt den Hörer, den wir bekommen haben, wir kriegen dann eine Vergleichsmessung von unserem Hörer mit dem quasi mit dem Referenzhörer. Und aus beiden Diagrammen kann man sich dann den tatsächlichen Frequenzgang konstruieren. Genau. Gut, so was ist unser Gesamturteil? Ich möchte ihn nicht mehr missen. Ich würde auch sagen, er trägt, was die Marketing-Aussage ist, die Bezeichnung Referenzkopfhörer zurecht. Ja. Und eigentlich, wir sind begeistert Ja. von ihm. Dann bleibt uns nur eins, hoffentlich hat euch unser Podcast gefallen. Über ein Like würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Und Podcast. den Kanal abonnieren wäre Ist noch auch besser. schön. Genau. Also bis zu unserem nächsten Tschüss. Podcast. Tschüss.